In diesem Video zeige ich dir den geheimen Geheimgang, um die neue Waffe Bummstab zu bekommen und damit du ein bisschen mit einer ORC-Wolfsspinne spielen kannst. Wenn dir meine Videos rund um Grounded 2 gefallen, dann lass bitte einen Daumen rauf und ein Abo da. Denn es kommen noch viele Videos mit Tipps und Tricks rund um dieses Spiel. Und es wäre doch schade, wenn du die verpasst. Dieses Video ist relativ lang, weil auch die Höhle, in der du die neue Waffe findest, auch nicht allzu klein ist. Ich zeige dir wieder die gesamte Höhle. Auf dem Schraubenschlüssel kannst du dir etwas Rost weghämmern. Ich setze hier übrigens voraus, dass du genug Fackeln, Verbandsmaterialien, Heilgetränke, Reparaturkits und all das Zeug dabei hast, was du für eine große Hülle mit teils schweren Gegnern so brauchst. Schau dir ruhig erstmal das ganze Video an, damit du dir ein Bild machen kannst, was da auf dich zukommt. Ich zeige dir zusätzlich auf der Karte, wo ich mich gerade befinde. Der Aufstieg ist auch nicht gerade kurz und durchaus gefahrvoll. Aber was ist in Grounded 2 schon gefahrlos? Zuerst einmal ist das neue Biom wirklich schön gestaltet. Man darf sich auch gerne mal die Zeit nehmen, um die Schönheit der Spielwelt zu betrachten. Am Eingang warten die ersten 100 Wissenschaftspunkte auf dich. Ab jetzt wird die Landschaft karg und düster. Bei Sonnenschein ist es draußen deutlich hübscher, aber wir wollen uns die neue Waffe beschaffen, also rein in die Höhle der Wolfsspinne. An der Kreuzung geht der Weg nach rechts. Da ich aber die ganze Höhle erkunden möchte, gehe ich erstmal nach links. Die Location ist schon ziemlich gut gestaltet. Rohre mitten in der Mauer und wir laufen durch die Mauer. Das ist schon eine ziemlich coole Idee. Was sagst du dazu? Lass uns in den Kommentaren gerne darüber sprechen. Hier kommt man wieder nach draußen in den Sonnenschein, aber ansonsten lohnt sich der Weg aktuell nicht wirklich. Also wieder zurück und wir laufen den richtigen Weg. Die Geräusche lassen schon erahnen, dass auch hier zahlreiche Insekten nur auf einen leckeren kleinen Happen wie uns warten. Ich möchte nicht wissen, was da unten tatsächlich auf uns zukommt. Klar, dass in so einer Mauer ein paar kleine Spinnen Zuflucht suchen und sich nach etwas zu essen sehen. Und wo kleine Spinnen sind, schnarchen meist auch große Spinnen. Das Wasser hat die Schrauben übrigens verrosten lassen, sodass du noch mehr Rost ernten kannst. Schaue dich übrigens immer genau um, denn an der einen oder anderen Stelle steckt ein Quarzit oder etwas Marmor, das du ebenfalls abbauen kannst. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob du hier dein Reittier mitnehmen kannst als zusätzlichen Rucksack. Und immer, wenn es mehrere Wege gibt, versuche ich dir alle Wege komplett zu zeigen, auch wenn der Weg nicht direkt zum eigentlichen Ziel führt. Und schon haben wir einen weiteren Ausgang gefunden, der uns noch einmal das Sonnenlicht sehen lässt. Das wird aber für längere Zeit das letzte Mal sein, dass wir das Licht sehen. Natürlich nehmen wir uns noch eben die 100 Wissenschaftspunkte mit, die hier vor sich hin wabern. Da drüben sind wir übrigens gestartet. Also zurück in die Höhle. Hier wieder hochgesprungen und wir laufen weiter auf dem Rohr. Und da haben wir dann die große Spinne, die gerade noch seelenruhig schnarchte. Aber keine Sorge, sie ist zu zweit. Meine Willow hat übrigens wieder ihr Anti-Insekten-Deo Kreativmodus aufgelegt, sodass sie von den ganzen Viechern nicht belästigt wird. Du hingegen hast jetzt erstmal den Kampf gegen ein paar respektable Gegner vor dir, aber als Lohn gibt es immerhin Quarzit und Marmor.
Hast du dich eigentlich schon mal mit den Ohrwürmern angelegt? Wie ist da deine Taktik, um diesen Viecher zu dominieren? Anything interesting out here? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich finde, dass diese Höhle etwas Beklemmendes hat. Unser Weg führt uns immer weiter nach unten und ich bin mir jetzt schon sicher, wir werden hier nicht wieder hin zurückkommen können. Daher nimm dir alles mit, was geht, sonst musst du hier ein zweites Mal rein. Jetzt wissen wir, dass diese Höhle von der maskierten Fremden benutzt wird. Die muss aber auch richtig herumgekommen sein. Sehr fleißig. Im Grunde haben wir unser Ziel nun erreicht. Du machst dich bereit für einen epischen Bosskampf. Anything interesting? Add that one to the list, kids. Die Wolfsspinne hat den Gedankenhelm auf und ist deshalb noch etwas grantiger als eine normale Wolfsspinne. Du weißt jetzt, dass sie allergisch gegen scharfe Sachen ist, du aber auf keinen Fall eine Schlag- oder Stichwaffe nutzen solltest und frische und toxische Waffen geringeren Schaden machen. Hier kommt wieder die Frage in mir auf, warum die Leute immer so einen Saustall hinterlassen. Kann man nicht mal als winziger Mensch oder nach einem apokalyptischen Atomangriff wenigstens ein wenig Ordnung halten? Auf jeden Fall kannst du dir die Waffe jetzt schnappen. Es ist eine scharfe Zweihand-Schlagwaffe. Wie wir gerade im Pieper gesehen haben, für die Wolfsspinne nur bedingt geeignet. Ich nutze die Waffe aber gleich trotzdem gegen die Wolfsspinne, damit du dir die aufgeladene Druckwelle anschauen kannst, die diese Waffe zu etwas Besonderem macht. Natürlich kommt es darauf an, was du für eine Waffengattung spielst. Aber wenn die Waffe trifft, dann ist der Schaden schon recht ordentlich. Nachteil ist die Langsamkeit, sodass die Waffe ihr ganzes Potenzial nur ausspielt, wenn du auch triffst. Für flinke Gegner dürfte sie daher etwas weniger geeignet sein. Ein flotter Spruch an der Wand soll wohl der Motivation dienen. Eigentlich ist die Spinne ja am dran. Aber jetzt schlagen wir der braven Spinne erst einmal die Eingeweide aus dem Spinnenkörper. Der Kampf hat nicht sehr lange gedauert und wir bekommen gleich die goldene Karte der ORC Wolfsspinne. Übrigens kannst du hier einen kühlen Becher Wasser trinken. Wird hier eigentlich so eine Kartusche mit frischem Wasser hingeliefert? Ich sorge für mehr Erleuchtung und nun geht es darum, einen Weg hier aus dieser Höhle heraus zu finden. Die Spinnenbeine bleiben hier hoffentlich nicht zu lange liegen. Sowas zieht nur unnötig Ungeziefer an. Wir gehen den einzigen Weg zurück und wissen, auf dem alten Weg gibt es kein Zurück mehr. Also müssen wir weiter nach unten. Hier um die Ecke findest du noch ein bisschen Marmor. Und ein Blick zur Decke sollte fortan auch immer dazugehören, denn diese Käfer dürften dich unter normalen Bedingungen ziemlich gemein anspringen. Da es keinen anderen Weg zu geben scheint, muss man nun beherzt ins Wasser springen. Das sollte man aber nur machen, wenn man das Gewässer kennt. Ein solcher Sprung in fremde Gewässer hat schon so manchem das Genick gebrochen. Aber unsere Teens sind mutig und draufgängerisch. Wenn du den Schraubendreher hochläufst, kommst du in ein Möhrenfeld und kannst dir ein paar Möhren herausschlagen. Die beiden schwarzen Ameisen sollten nicht das große Problem darstellen. Pass aber auf diesen grünen Glibber auf, der ist nicht besonders gut für deine Gesundheit.
Die Karotten stellen +7 Hunger wieder her und, ich habe es allerdings noch nicht getestet, man kann sie auch im Beet anbauen. Ein gesunder Snack für zwischendurch. Anything interesting out here? Und Willow hat recht, es gibt noch etwas Interessantes hier. Aber ich hämmere erst einmal alle Karotten kaputt und kümmere mich um die schwarze Kriegerameisen. Da das Deo immer noch wirkt, läuft sie einfach weg. Was auch nicht so schön ist, statt einfach mal stillzustehen und sich töten zu lassen. Was gab es nun noch Interessantes? Ach ja, Mitarbeiter 219 hat es bis hierher geschafft. Also ich denke, in der Höhle mit der Wolfsspinne war diese Person nicht, sonst hätten wir den Körper da schon gefunden. Im Rucksack finden wir 4 Algen, 3 saure Klumpen, einen Ohrwurmkopf und 2 klumprige Heckenmeister-Smoothies. Wir haben schon Schlechteres gefunden und gleichzeitig wird hier auch auf das nächste große Update hingewiesen. Denn mit den Algen ziehen Wasserpflanzen ein und damit können wir vermuten, dass es auch hier bald einen Teich mit Spinnen und anderem Getier geben wird. Ob dort auch ein Koi drin schwimmt, der alles frisst? Einen ersten Eindruck von dem kommenden Teich bekommen wir nun, denn es geht zurück ins Wasser. Denk an deinen Luftvorrat, der bei dir nicht lange vorhält. Du kannst, wenn es dein Rucksack zulässt, noch Rost und Lehm und sowas mitnehmen. Zudem gibt es wieder 100 Wissenschaftspunkte und die Erkenntnis, Get enough of these, and they just hand you a PhD. dass man etwas dabei haben sollte, was diese Wurzeln unter Wasser wegschneiden kann. Ich vermute, dass dafür die Schredder und Dolche geeignet sein sollten. Es gibt noch so vieles, was ich genau prüfen muss, um dir hier keinen Blödsinn zu erzählen. Sollte ich doch mal mit einer Aussage daneben liegen, dann tut mir das wirklich leid. Wenn dir etwas auffällt, was ich falsch gesagt habe oder was ich aus deiner Sicht verbessern kann, dann nutzt die Kommentarfunktion und teile dich mir mit. Ich lese jeden Kommentar. Jedenfalls findest du robusten Quarzit in der Höhle und damit kannst du deine Waffe und Rüstung verbessern, um deinen Platz als Spitzenpredator im Garten zu behaupten. Jetzt kannst du deine Lunge wieder mit frischem Sauerstoff füllen und den Rest der Höhle erkunden. Damit sind wir beim Marmor, der ebenfalls gut dafür ist, sich und seine Ausrüstung zu verbessern. Hier noch einmal der Aufruf, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann hoffe ich auf einen Daumen rauf und natürlich auch über ein Abo meines Kanals. Wir müssen noch ein wenig weiter schwimmen und können noch ein bisschen Quarzit auffüllen. Ein Ohrenkneifer ist auch hier als Wache eingesetzt, um uns weiter zu stören. Aber wenigstens geht es bergauf und wir kommen langsam zurück an die Oberfläche. Eine von den neuen Läusen begrüßt uns. Vielleicht wartet nun noch ein schwerer Kampf auf dich, denn die Grille direkt am Eingang ist nicht so günstig platziert. Ich zeige dir noch einmal, wo wir jetzt sind und wünsche dir viel Spaß bei Grounded 2.